Wir sind zurück aus der Sommerpause. Und der Sender hat gesagt, Wetter TV hat gesagt, wir geben euch noch einmal die Millionen. Wir stellen euch die noch einmal zur Verfügung. Die dürfen noch einmal eine Season abdrehen. Und wir sind überglücklich, dass wir wieder da sind. In unserem Winterstudio schon fast, obwohl dass der Sommer noch nicht ganz vorbei ist. Und auch heute mit dabei darf nicht fehlen, Peter Wick. Marc Jäggi. Willkommen. Willkommen. Sensationelle Quote haben wir übrigens mit unserer Sommerserie, mit dem Dieter Meier von Yellow. Oh yeah, haben wir da gesagt. Oh yeah, haben wir gesagt. Das ist grossartig. Schöner Sommer gehabt, das interessiert die Leute. Wo bist du? Zum Wohl übrigens. Wir trinken auch, stimmt, in der neuen Season trinken wir Rotwein. Und das mal ganz einen guten El Cotto in Spanien. Wir haben heute wieder eine Wetterfrage. Sie ist ein bisschen absehbar, weil ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. Okay. Sie kommt aber aus Neuhausen am Rheinfall und sie heisst, er heisst Klaus, der die Frage gestellt hat. Wetterhirsch von der Woche. Der Klaus Renault von Neuhausen am Rheinfall. Oder Schaffhaus am Rheinfall? Nein, Neuhausen am Rheinfall. Neuhausen am Rheinfall, selbstverständlich. Renault? Oder? Renault, heisst Renault. Jetzt ausgerechnet, jetzt sind wir in Frankreich, und kommt der Renault. Ich habe jetzt nicht recherchiert, warum es der Mann Renault heisst. Es gibt übrigens auch im Emmental Renaults. Michel Renault kennst du sicher noch, die kandidiert jetzt für die BDP für den Nationalrat. Ehemalige Tele-Bern-Moderatorin. Das ist nicht ganz meine Partei, aber es ist nicht ganz meine Partei, aber es war vielleicht dein Sender, Tele-Bern seiner Zeit, aber dort hat die News moderiert. Also Renault gibt es, das haben wir verifiziert. Er möchte gerne wissen, er ist so ein bisschen schizophren unterwegs, er weiss nicht so richtig, was er sagen soll. Ist das ein guter Sommer gewesen? Ist das nicht ein guter Sommer gewesen? Ist das ein viel zu heißer Sommer gewesen? Oder ist das wieder ein normaler Sommer gewesen, wie man ihn kennt in der Schweiz? Und mir geht es ganz ähnlich. Ich finde, der Sommer war okay gewesen, aber nicht wirklich so jetzt eine wahnsinnig gigantische Hitzewelle haben wir gehabt, aber auch nicht durchgehend, auch nicht so brutal hat es mir gedacht. Eine Woche, glaube ich, ist ein bisschen brutal reingekommen. Was war es für ein Sommer gewesen, Meteorologe Peter Wick? Es war wieder ein zu warmer Sommer. Ehrlich? Hast du das sicher? Ja, das ist sicher. Er ist deutlich zu warm. Er ist wieder bei 1 bis 2 Grad zu warm. Kommt ein bisschen auf die Region drauf an. Was dieses Jahr gut war für die Natur, es war nicht so steinbeintrocken. Die Region Basel, Nordwestschweiz ist immer noch zu trocken, notabene. Aber grundsätzlich hat es immer wieder mal so Regenphasen gegeben, so ein paar Regengüsse. Es war ein bisschen feuchter gewesen. Es hat 2 extreme Hitzewellen gehabt. Wir haben es erwähnt, Ende Juni hat es eine gehabt. Herr Renault. Und dann hat es noch eine gehabt im Juli, dort, wo ich gezählt habe und verschmachtet beim Filmen. 37 Grad, hat etliche Rekorde gebrochen, notabene, mit diesen beiden Hitzewellen. Absolute Rekord, noch nie so heiß gewesen, wie eben in diesen beiden Hitzephasen. Es waren lange Phasen gewesen, wo es heiß war, also überdurchschnittlich. Und solche Hitzephasen hat es vor 20 Jahren einmal in 20 Jahren gegeben. Und jetzt gibt es irgendwie einmal in 5 oder einmal in 3 oder fast jedes Jahr. Und ich habe einfach das Gefühl, wir sind ein bisschen abgehärtet inzwischen in Sachen Hitze und Trockenheit oder verwöhnt. Je nach Gusto logischerweise. Das heisst mit anderen Worten, es fällt uns fast schon auf, wenn es mal einen Tag regnet und denkt, hey, im Hochsommer geht es eigentlich noch. Wir sind doch da am Mittelmeer, wir haben mediterranes Klima. Also ich glaube, es war wieder ein zu warmer gewesen, es war wieder ein zu trockener gewesen, oftmals Sommer. Es war wieder einer gewesen, wo die Gletscher gelitten haben. Also wir sind nach wie vor zumindest in dieser Problematik der Klimawandel. Also soll man sagen, wir haben eigentlich viel zu warmen Sommer gehabt. Wenn jemand fragt, was ist für einen Sommer gehabt, wie hast du empfunden? Viel zu warm. Viel zu warm und überdurchschnittlich besund wird es auch wieder sein. Aber eben, nach diesen letzten Sommer, auch letztes Jahr zum Beispiel, fällt es uns einfach fast nicht mehr so auf. Also gut, gute Antwort. Hoffentlich befriedigt Klaus, wie heisst er? Klaus Renault. Klaus Renault aus Neuhausen am Rheinfall. Danke vielmals für die Frage. Ihr könnt weiterhin Wetterfragen stellen, selbstverständlich. Ich würde sagen, wir bleiben ein bisschen beim Klima, bei unserem Tagesthema Hirsch und jetzt. Hirsch und jetzt und unser Hauptthema von... Wolltest du sagen, das Reizwort? Es wäre ganz viel abschalten, wenn du jetzt das Reizwort sagst. Aber bitte. Klimaerwärmung. Eine Klimaerwärmung, okay, aber... Sagst du?
Greta Thunberg. Greta Thunberg, die Ikone von der ganzen Klimadebatte. Anfangs Woche, ich glaube am 20. August, hat sich es gejährt, wo sie da in Stockholm vor dem Parlament ist gesessen, das erste Mal mit dem Plakat «Schulstreik für Klima» oder gegen Klimaerwärmung. Und seither ist einiges gegangen, sie ist weltberühmt worden, im Moment geht unterwegs Richtung New York. Auf dem Schiff, logischerweise. Auf dem Segelschiff, logischerweise. Aber auf einem topmodernen... Ich weiss nicht so richtig, was ich halten von dieser Greta Thunberg. Irgendwo ist es noch faszinierend, dass ein Kind, 16-jähriges Mädchen, 15-jähriges, 16-jähriges Mädchen, plötzlich so zu einer Ikone kann werden kann. Irgend so die Konsequenz, die Hartnäckigkeit fasziniert und andererseits... Ja, es ist auch eine ambivalente Geschichte. Ich habe mich auch gefragt, wir haben natürlich jetzt tagelang recherchiert für die Sendung wegen der Greta. Wie immer. Ich meine, es ist nicht einfach eine Sendung mit Tiefgang. Und Vorbereitung, ja. Nein, die Greta Thunberg, ich finde, ich kann es auch nicht erklären, aber ich glaube, es braucht wahrscheinlich in einem abstrakten Thema wie Klimaerwärmung, wo viele sich vielleicht gar nicht so hundertprozentig etwas vorstellen können. Ich meine, in Deutschland siehst du vielleicht einmal, dass die Wiese grün ist und du siehst vielleicht einmal, dass die Temperatur ein bisschen zu hoch ist, das hörst du irgendwie. Und wir in Mitteleuropa sind ja nicht jetzt ultimativ hart von dieser ganzen Geschichte betroffen. Und es braucht wahrscheinlich irgendeinen Aufhänger, damit man irgendwo das Thema abstrahieren kann, damit man irgendwie kann sagen, okay, Klimaerwärmung, Greta Thunberg, das hat es vielleicht immer wieder gebraucht, derartige Personen. Erstaunlich ist, dass es ein Kind ist. Erstaunlich ist auch, dass die Aussagen, die sie macht, ich meine, ich finde die Aussage ja ziemlich erstaunlich. Sie sagt ja, wir müssen eigentlich nichts machen. Ihr, die jetzt das Klima kaputt gemacht habt, ihr müsst das verbessern. Wir Kinder leiden darunter, aber wir machen es so. Wir sind nicht so schädlich, aber ihr Alten quasi, ihr Eltern, ihr müsst jetzt Gas geben. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich ein bisschen schwierig finde. Ich kann es nicht ganz sagen, fickt uns ja ein bisschen an, die ganze Zeit, was wir alles falsch machen. Und dort finde ich, ja, wir lassen uns wirklich die ganze Zeit zur Schnecke machen, was wir alles falsch machen. Und dort habe ich ein ambivalentes Verhältnis zu ihr. Ich finde es wichtig, dass man das Thema anspricht. Ich finde es wichtig, ich finde es unglaublich. Ich bin auch wieder in den Bergen angehangen, habe Filme gemacht von den Gletschern. Bin immer wieder zerstört eigentlich, wenn die Gletscher sich zurückziehen. Dort wird es einem wirklich extrem bewusst, wenn man einen Gletscher vor 20 Jahren gesehen hat irgendwo und plötzlich siehst du ihn jetzt wieder und der ist 500 Meter weniger lang oder einfach weniger dick. Und das ist schon immer wieder erstaunlich. Und ich merke es natürlich auch bei meinen Wettervorhersagen. Wie gesagt, wir reden von Hitzewellen, sagen, okay, es gibt einen neuen Rekord. Also es ist wie ein bisschen abgelutscht eigentlich, aber es ist wirklich ganz ein wichtiges Thema, das uns betrifft. Und von dem her bin ich eigentlich ihr dankbar, dass die Leute aufmerksam werden. Auf der anderen Seite finde ich, sie fickt uns die ganze Zeit an und sagt, dass wir alles falsch machen. Eben, kritisieren ist das eine, besser machen ist das andere. Oh, das ist ja wirklich Problematik dort. Ich habe manchmal das Gefühl, bei den ganzen Schulstreiks, die ja in Zürich zum Beispiel in der ganzen Schweiz auch stattfinden, es ist so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen Eventcharakter. Eventcharakter. Man macht dort mit, weil es etwas zu poltern gibt, weil man vielleicht auch Aspekte, weil man nicht in die Schule muss am Freitag und so, weil es irgendein Gemeinschaftserlebnis ist. Aber schlussendlich nimm mal diesen Kids zum Beispiel ihre Game-Konsolen weg. Dort hört es um den her, weißt, ich habe das Gefühl, es ist zu wenig Wissen bei denen. Und wir beliefern es auch nicht mit Wissen. Weil grundsätzlich haben wir ja das Problem mit dem Klima, das kaum gestoppt werden kann. Auch wegen der ganzen Annehmlichkeiten, die wir heutzutage ja nicht mehr nur als nettes Gadget anschauen, sondern als überlebensnotwendig. Ja, und gerade Herstellung von Games, Herstellung von Handys, Herstellung von all diesen Gadgets, die die Kinder nicht darauf verzichten. Und dann ist ja die Umfrage herumgekommen, dass die Jugendlichen überhaupt nicht verzichten auf Flüge. All das, was sie eigentlich propagieren, machen sie selber nicht. Logisch hat natürlich die Erwachsenenwelt auch eine gewisse Verantwortung, aber wir müssen dort mehr Wissen anreichen. Ich habe einfach das Gefühl, es ist zu wenig Wissen herum. Und die ganze Klimadebatte wird zu fest verpolitisiert. Wird für politische Schlagabtausch gebraucht, missbraucht vielleicht sogar. Irgendwann fragst du dich, okay, meine Partei ist dafür, die andere Partei ist dagegen oder umgekehrt. Irgendwann geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht nur noch darum, politisch Stimmen auf sich zu vereinen. Aber die Lösungsansätze... Bin ich jetzt nicht absolut deiner Meinung. Lösungsansätze sind auch immer, und das darf ich dann wieder als eher liberaler Geist, Lösungsansätze sind auch immer
Kosten steigern. Teures Benzin, teure Flüge und so. Wie wäre es denn mal, wenn man Anreiz geben würde? Wenn man zum Beispiel im Staat würde sagen, der Peter Wick, der super Typ ist jetzt dieses Jahr nicht mit dem Flüger in die Ferien, sondern hat nur den Fußabdruck in diesen Sommerferien hinterlassen, der bekommt jetzt so und so viel Steuereinsparungen. Das wäre doch interessant. Anreiz schaffen statt... Du triffst die Falschen mit finanziellen Belastungen. Nein, also ich denke jetzt mal, es gibt Problematiken. Es gibt Problematiken, die du kannst lösen, indem dass du mit Anreiz arbeiten kannst. Ich bin auch einer, der nicht jetzt pro Steuererhöhung ist, sondern ich bin auch einer, der sagt, Anreiz schaffen, damit das Problem gelöst werden kann. Kannst du alles nur über Anreiz lösen? Nein, aber Anreiz ist 100%, Peter. Ja, aber du kannst im Prinzip, wenn du Steuern sparen. Wenn du auf gewisse Sachen Steuern erhöhen, lass mich schnell ausschwätzen. Wenn du auf gewisse Sachen Steuern erhöhen... Du triffst die Falschen, Peter. Nein, du triffst nicht a priori die Falschen. Du triffst 100% die Falschen. Nein, Marc, es ist ja so, dass gewisse Problematiken du möglicherweise nicht mehr, nachdem dass wir so extensiv gelebt haben, und wir haben, Marc, über unser Verhältnis gelebt in der ganzen Zeit. Alles unbestritten. Ich finde, die Lösungsansätze die falschen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen büssen. Wie auch immer man büsst, Marc, ich glaube, wir sind am Suchen nach den Lösungen. Und ich finde es super, wir diskutieren in dieser Sendung, oder? Wir zwei, in einer Mannensendung, wo man eigentlich normalerweise über andere Sachen schwätzt, wir diskutieren über Klimaerwärmung. Und das finde ich schon interessant, dass auch wegen der Greta, die da das Ganze ins Rollen gebracht hat, wir darüber diskutieren. Nein, du lässt mich ausschwätzen. Wenn ich jetzt fertig formuliere, dann würde ich jetzt Du darfst die Leute nicht noch mehr finanziell belasten. Es geht nicht ums finanzielle Belasten. Es geht darum, dass du es geht darum, dass wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz locker, wenn ich jetzt vielleicht im Winter auf Südafrika fliege, halt einen Obolus drauf zahlst. Das finde ich auch okay, wenn ich jetzt ein bisschen mehr muss zahlen für den Flug, weil es einfach nicht gut ist. Aber wer profitiert von dem? Wenn man jetzt mit dem Geld... Profitiert das Klima von dem? Oder wer profitiert von dem? Wenn man mit diesen 150 Franken 100 Bäume oder 10 Bäume anpflanzen, irgendwo im Urwald. Du redest von kompensieren. Dann tust du kompensieren. Und ich finde, das Kompensieren wirklich eine gute Geschichte. Ich glaube, wir werden es nur so schaffen. Ich glaube nicht, dass du mit Anreiz... Du kannst Anreiz schaffen. Aber du kannst kompensieren. Nein, du musst Sachen verteuern. Wo du mehr... Du musst Sachen verteuern. Ich will so eine Sendezeit durch. Ich habe sicher weniger gehabt. Nein, gar nicht. Du hast jetzt vorher lang geschwätzt. Du musst Sachen kompensieren, wo du mehr brauchst. Also sprich, wenn du mehr Auto fährst, sollst du auch mehr zahlen. Das ist ein absoluter Fehlgedanke. Ich sage nicht, warum das eine Fehlüberlegung ist. Ich glaube, wir haben zum Beispiel in der Schweiz, ein wunderbar ausgebautes öffentliches Netz. Wir können eigentlich, ausser wir, die Morgenschicht haben, morgen um 3. Das fängt, aber das sind also wirklich 0,01% der Bevölkerung, die das so früh aufstehen und nicht auf den ÖV auch zurückgreifen können. Aber eigentlich haben wir ein wunderbares ÖV-System in der Schweiz und wir sind Weltmeister im Bahnfahren. Also wir fahren viel Bahn. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, du musst dort zum Beispiel, ich fände es zum Beispiel cool, weißt du was? Bahnfahren ist gratis in der Schweiz. Und Autofahren wird teurer. Du musst ja immer den ökonomischen Gedanken reinnehmen. Irgendjemand muss ja alles zahlen. Dann kann man sagen, okay, die Umwelt ist dermaßen wichtig, was ich absolut einverstanden bin, dass man die schützen muss. Und dann muss aber warum tut man denn immer mit Belastungen? Du reichst gar nichts. Weil wir in den letzten 50 Jahren unglaublich viel profitieren und unglaublich über unsere Grenzen. Du erreichst nichts. Wir haben verbraucht. Was spricht dagegen Anreiz? Nein, das ist das Argument, das ist das, was ich der Greta genau eigentlich richtig sage. Wir da müssen das Problem lösen, wir haben es verursacht. Und das finde ich auch richtig so. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, und ich die Frage, wo verzichtest du wegen dem Klima auf irgendetwas? Kommt dir gerade nichts in Sinn, ausser du tust jetzt irgendetwas erfinden? Ich bin jetzt gerade selber. Niemand verzichtet ernsthaft. Gern. Ich kenne ganz wenige Leute, die wirklich auf etwas verzichten. Ich weiss. Du musst beim Menschen, und das ist nur meine einzige These, wir sind absolut einverstanden, Klimawandel, den gibt es, man muss etwas machen, man muss probieren, möglichst nachhaltiger zu leben. Das kannst du nicht machen mit Gebühren. Das kannst du nicht machen, indem du einen Mittelstand, und du weißt ja selber, wenn du einen Lohnausweis hast, dann hast du dermaßen viel...
Es stimmt 100%. Dann hast du keine Ahnung, Marc, wenn du sagst, wir müssen wirklich... Ich habe noch nicht mal mein Sätzchen fertig gemacht. Wir können es im Prinzip auch mit dem Ausgleich machen. Wenn man sagt, okay, warum nicht ein Anreiz? Sag mir nur einen Grund, warum nicht Anreiz. Wenn ein Flug 10 Franken kostet, wir in der Schweiz können uns das leisten. Punkt. Nein, das stimmt einfach nicht. Wir können das 10 Franken leisten, das kann ich mir leisten. Nein, das kann ja nicht sein. Marc, es kann doch nicht sein, dass du von Basel auf London für 25 Franken kannst fliegen. Das geht einfach nicht. Das ist ein ökonomischer Ansatz. Es geht anscheinend, solche Preise, das kommt noch dazu. Du erzählst einen riesen Bullshit. Solche Preise, das ist ein Marketing-Gag. Ich kenne niemanden, der für 25 Stutz irgendwo herfliegt. Können wir jetzt schauen. Ja. EasyJet, können jetzt buchen für Dezember. Ja, für Dezember. Nein, dann musst du halt sagen, okay, ich sitze halt und habe nicht so... Immer wenn ich buche, dann habe ich nie so solche Preise. Das ist komisch. Ja, wenn du natürlich 2 Tage vorher nicht buchen magst, du triffst immer die Falschen. Du kannst dir das leisten, ich kann mir das leisten. Und wenn das Benzin einen Stutz raufgeht, können wir uns das immer noch leisten. Aber du triffst die Falschen. Nein. Du triffst 80% der Bevölkerung, die eben vielleicht einmal oder alle 2 Jahre mal in die Ferien fliegen mit der Familie. Dort triffst du die Empfinden. Und der Top-Manager, lass jetzt mir mal zu. Der Top-Manager, dann zahlen die 40 Franken. Der die Firma zahlt, der muss fliegen, jeden Tag oder jeden 2 Tage und so. Dann ist das egal, ob jetzt der Flug 120 Stutz mehr kostet oder 150 Stutz mehr kostet. Einem Familienvater, einer Familienmutter ist es nicht egal. Und die ist nicht die mit ihrem Flug alle 5 Jahre das Klima schädigen. Wenn sie 10 Franken ja, aber 10 Franken, da reden wir doch nicht von 10 Franken. Das sind Zahlen, die boten 120 Stutz. Nein, sind 40 Franken für dich. Also dann, aber warum? Und jetzt sag mir noch ein einziges Argument. Ja. Warum denn mit Belasten und nicht mit Anreizen? Also gib mir mal ein System. Nein, aber dort sage ich gleich wie Greta. Nicht wir, sondern unser Staat und unsere Politiker. Die wollen natürlich Geld verdienen. Der Staat will immer Geld verdienen. Das ist einfach so. Aber gib mir mal einen vernünftigen Ansatz. Wie manchmal, dass du die Franken, die du verdienst, wie manchmal, dass der versteuert wird. X-mal mehr, den hast du versteuert und dann geht er weiter, wird wieder versteuert. Jeder Franken wird x-mal besteuert. Also ein Staat hat doch das Interesse, Geld einzunehmen. Marc. Aber warum tut der Staat nicht Anreize schaffen? Warum sagt der Staat nicht, mir ist das Klima so wichtig, ich tue meinen Bürgern Anreize geben, dass die... Indem du zum Beispiel sagst, wenn du jetzt nicht fliegst, ein Jahr lang, hast du einen Steuervorteil, zum Beispiel. Wenn du auf das Auto verzichtest, hast du einen Steuervorteil. Ja, das ist mir gleich, was es ist. Es geht doch... Schau auf die Geschichte der Menschheit. Schau auf die Geschichte der Menschheit. Ja. Was funktioniert? Immer dann, wenn es ökonomisch sinnvoll ist für einen Menschen, dann funktioniert es. Wenn du mit einem Geschäftsmodell, sagen wir jetzt mal, mit irgendetwas Nachhaltigem wirklich kannst Geld verdienen kannst, dann macht es doch jeder. Wenn du mit erneuerbaren Energien kannst Geld verdienen kannst, dann macht es doch jeder. Du musst doch dort Anreize schaffen. Du musst Anreize schaffen. Nicht verbieten, nicht belasten. Also, Marc, wir sind uns einig. Nein, wir sind uns überhaupt nicht einig. Du hast einfach den falschen Lösungsansatz. Nein, das habe ich nicht. Nur weil du in der Villa hoch über Eglisau wohnst, du musst... Jetzt ist glaube nicht das, du redest einfach von einer anderen Perspektive zum Beispiel heizen mit Holzpellets. Ja, das ist super. Anheiz was... Nein, nicht ist super. Du musst nicht mit dem dummen Spruch mit dieser Villa kommen. Das hat überhaupt nicht... Erstens habe ich keine Villa. Nein, aber ich wollte damit sagen, du redest von einer anderen Perspektive. Nein, wir reden alle von einer anderen Perspektive in der Schweiz. Marc, wir reden vom Höhen da aber oben. Du musst an die 80% der Bevölkerung denken, die jeder Stutz muss umdrehen. Marc, und das sind einfach nicht die grossen Klimaschänder sind. Ja, natürlich sind das nicht die grossen, aber auch, Marc. Schau, jetzt mal noch dazu. Ja. Hast du sicher gesagt, wir in der Schweiz sind auf guten Wegen? Wir sind nicht auf guten Wegen. Ist Klima nicht ein globales Thema, das global müsstest lösen? Natürlich, aber wir müssen ich glaube, die Schweiz macht schon einen riesengroßen Beitrag. Hör auf. Aber um mal mit Zahlen, warum die Schweiz keinen guten Job macht oder nicht auf guten Wegen ist. Im internationalen Vergleich, sag mir ein Land, das besser dasteht. Und jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern beleidigt. Das gibt es nicht. Also beleidigt, ich kann dir jetzt auch nicht irgendwie eine Statistik. Wir sind eine von der... Das stimmt jetzt einfach schändlicher, wir sind klein. Ja, du kannst mal, es gibt Statistiken. Das ist doch einfach Fake News. Nein, du kannst doch nicht einfach etwas behaupten bei so einem heiklen Thema. Nein, das musst du wir haben 8 Millionen. Wenn du das hochrechnest auf Amerika oder auf China, wären wir genau die gleichen. Hey, wir werden genau die gleichen Klimaschandflecken auf dieser Welt wie jetzt die grossen Nationen. Nur weil wir jetzt 8 Millionen haben,
Tu dir mal Statistiken zu Gemüte führen und dann ja, weißt, dass wir... zu Gemüte führen. Ja, mache ich gerne. Du wärst ein hervorragender Politiker. Einfach irgendeine Statistik, die du noch nie gesehen hast, die es nicht gibt, einfach mal ins Feld führen. Nein, ohne müssen den Beleg anzuwenden. Du musst nicht... Nein, du bist eben ein bisschen aggressiv und musst nicht auf die persönliche Geschichte. Nein, ich bin doch nicht null aggressiv. Nein, ich bin null aggressiv. Du bist aggressiv. Ich weiss gar nicht, dass du aggressiv bist. Mir regt auf, dass du einfach nicht mit Argumenten kommst, sondern einfach sagst, man muss jetzt die Flugpreise erhöhen, man muss das Benzin verteuern, was willst du denn alles? Und selber verzichten wir ja auf gar nichts. Nichts. Wir haben, glaube ich, keine Sendezeit. Aber weil wir keinen Anreiz haben, das ist der Punkt. Wenn du Geld verdienen kannst, indem du klimafreundlich unterwegs bist, sind wir zwei die Ersten, die es machen. Und alle anderen auch. Wenn du profitierst, meine These ist, wenn wir Menschen profitieren, ja, da hast du recht. Marc, du hast recht. Dass wir nachhaltig arbeiten und nachhaltig unterwegs sind, dann ist das Klimaproblem gestoppt. Ich gebe dir grundsätzlich recht, aber es funktioniert in so einem Thema wie Klima, das alle betrifft, nicht. Und darum musst du steuern. Ich bin alles andere als einer, der von staatlich gesteuerten Geschichten ausgeht. Ich sage einfach, in einem Thema, das alle betrifft, wirst du ein gewisses Steuerungselement drin haben. Und du kannst nicht einfach nur mit Anreiz arbeiten. Anreiz ist gut. Ich denke, wahrscheinlich muss es eine Kombination sein von beidem. Dass du sagst, okay, wenn du wenig brauchst, kommst du etwas darüber. Wenn du viel brauchst, musst du etwas drauf zahlen als Steuer. Ich glaube, so etwas muss es sein. Aber nicht a priori eine Lösung und irgendwelche Villa-Argumente und irgendwie, ich lese keine Statistiken, so finde ich ein bisschen blöd. Irgendwie. Und wir dürfen uns von den Politikern sowohl von links wie von rechts nicht hinter das Licht führen. Nein, das ist richtig. Die sind Nein, aber das ist wirklich wahr. Das ist einfach, dort wird einfach auf die eigene Mülle geredet. Ist einfach so, es geht um Wählerspiel. Aber die denken genau in einem 4-Jahres-Rhythmus und mehr nicht. Das ist das Problem. Auf Greta. Ich weiss nicht, ob ich es nächstes Mal wieder mit ihm zusammen. Ja, er war ein bisschen böse mit mir heute Morgen. Nein, erstmal hat der hat selber stoppt. Er hat extrem viel Sendezeit gehabt, Gesprächszeit, viel mehr als ich. In der Arena könnte jetzt noch eine ganze Arena-Sendung allein als Gast mit dabei sein. Das ist lustig, der Marc Jäggi. Die falschen Argumente. Weißt du, wir machen es so. Unser Kamerakind wird mal analysieren, was für Sprechzeiten wir an sind. Dann werden wir Zunge einblenden. Dann werden wir genau schauen. Es ist übrigens, apropos Schulzeit, eine Kamerakind, wie viel Zeit haben wir noch? Sind wir schon weit drüber? Keine mehr. Also wir hören auf jetzt mit dieser Sendung. Ist aber nicht gewesen und es geht weiter. Ich glaube, ich bin nicht Roger Schawinski und laufweg. Es gibt doch keinen Grund. Es geht weiter mit dieser Sendung nächste Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen. Wenn ihr Wetterfragen unter unserer Homepage bzw. unter www. was auch immer oder auf Facebook könnt ihr einsenden und wir werden das beantworten. Ich wünsche ganz eine schöne Zeit. Marc, und danke Statistiken, die verheben, bitte an Peter p.wick@medianews.ch. Hey, merci. Ich wohne in einer schönen Villa. Du, aber es war jetzt einmal eine Sendung mit Kalt. Uns wirft man doch immer vor, wir sind doch viel zu locker, flockig, primitiv. Aber nein, heute mal. Tschüss.